Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert Klink und heute geht es mal darum, was man eigentlich bei einer richtigen Trekking-Tour alles im Detail beachten muss. Und das Video richtet sich vor allem an alle Personen, die vielleicht noch nie eine Mehrtageswanderung gemacht haben, noch nie wirklich über mehrere Tage das Trekking ausgeübt haben. Und ich möchte euch mal zeigen, was man so bei seiner ersten Tour wirklich alles beachten muss und wie so eine Tour wirklich ganz praktisch aussieht. Und dazu habe ich mich entschlossen, meine allererste Trekking-Tour, die ich damals gelaufen bin, als ich noch gar keine Ahnung hatte, jetzt mit meiner Erfahrung nochmal zu laufen und möchte euch unterwegs mal alles im Detail erklären, Schritt für Schritt euch durch diesen ganzen Prozess begleiten und euch einfach mal ein paar Tipps geben, ja, was man vielleicht gut machen kann, wo man aufpassen muss und wie sowas im Detail alles abläuft. Die Route, die ich mir damals ausgesucht hatte, war im Sauerland. Ich blende sie gerade mal ein. In Arnsberg wollte ich an einem Freitag starten, bin 11 Kilometer zu einem See gelaufen, dem Möhnesee, habe da an einem Campingplatz geschlafen und dann am Samstag über 33 Kilometer zu einem anderen See, dem Sorpesee. Und die Route ist wie eine 8 aufgebaut. Das heißt, ich hatte am zweiten Tag die Möglichkeit, nochmal an meinem Auto vorbeizukommen, gegebenenfalls Proviant dort auszutauschen oder Dinge, die ich nicht brauchte, ins Auto zu deponieren. Am Abend habe ich am Sorpesee wieder auf einem Campingplatz geschlafen und bin dann am Sonntag 17 Kilometer zurück zum Auto gelaufen. Ja, und diesmal bin ich es genauso gelaufen und habe mir auch mal einen Wanderkumpel geschnappt, der auch noch nie auf einer Trekking-Tour war, noch nie in einem Zelt geschlafen hat und konnte dann mal aus seiner Perspektive wirklich die Dinge wahrnehmen, die von ihm vielleicht auch gar nicht so klar war, die mir mittlerweile vielleicht ein bisschen klarer sind und dementsprechend ihm ein paar Tipps geben und gewisse Dinge erklären. Und auf Campingplätzen zu schlafen wäre auch sofort mein erster Tipp für eure erste Trekking-Tour. Das nimmt eine gewisse Anspannung gegenüber dem Wildcamping. Es gibt noch genug Dinge, die dann auf der ersten Tour neu sein werden, wie zum Beispiel der Zeltaufbau und der Lageraufbau. Man muss sich da noch nicht mit den ganzen Rechtsangelegenheiten auseinandersetzen, die einem vielleicht beim Wildcamping beschäftigen. Man hat eine gewisse Sicherheit, da man auf einem Privatgrundstück legal wirklich übernachtet, hat auch da vor Ort eine Wasserquelle, eine Dusche. Und wir haben das jetzt Ende Februar im Winter gemacht. Das heißt, da muss man auch noch aufpassen, dass es natürlich auch ganzjährige Campingplätze sind, denn viele haben nur im April auf. Und das gibt insgesamt dann natürlich eine größere Sicherheit und man hat dann noch nicht zu viele Dinge, die vielleicht bei der ersten Tour wirklich neu sind. Alles Weitere werde ich euch jetzt gleich von unterwegs erklären. Wir sind um 5:30 in Arnsberg gestartet, also kurz vor Einbruch der Dunkelheit, die natürlich im Februar relativ früh kommt, und mussten uns zunächst ein bisschen beeilen, da der Campingplatz nur bis 21 Uhr auf hatte. Los geht's! Ja, und wir haben Arnsberg da hinten verlassen und da wir natürlich noch Winter haben, also Ende Februar, wird es dementsprechend auch jetzt schon langsam dunkel. Ist aber gar kein Problem, wir haben heute nicht allzu weit und natürlich auch Kopflampen dabei. Ja, und das Erste, was man natürlich bei so einer Tour beachten sollte, ist die richtige Ausrüstung. Und dazu habe ich einige Videos auf meinem Kanal. Das muss gar nicht super teuer sein, das muss auch noch nicht ultra leicht sein. Ich würde euch auch doch empfehlen, bei der ersten Tour nicht zu viel mitzunehmen. Es gibt rund 40 Sachen, die man so dabei haben sollte und schauen, dass das so ja, maximal 10 Kilo würde ich empfehlen auf dem Rücken sind als Basisgewicht und kann sich dann langsam auch bei weiteren Touren mehr Equipment oder besseres Equipment zulegen und so immer leichter werden. Ja, und da reichen eigentlich schon 500-600 Euro für eine gute Standardausrüstung, die man gut bei Amazon oder bei Decathlon erhalten kann. Ich verlinke auch unten mal die entsprechenden Packlisten. Ja, wir laufen jetzt hier weiter und starten auch mit Wasser. Wir haben also 3 Liter Wasser dabei. 1,5 Liter Wasser sind davon nur gefüllt. Da wir natürlich am Campingplatz heute auch Wasser bekommen können, müssen wir nicht allzu viel mitnehmen. Ja, und ich würde auch empfehlen, natürlich erstmal nicht bei Extrembedingungen die erste Tour zu machen. Also nicht im tiefsten Winter, wo es jetzt sehr, sehr kalt ist und vielleicht auch nicht im wärmsten Sommer. Wir haben jetzt gerade das Glück, dass einer der wärmsten Februarmonate überhaupt ist und wir gerade noch, ja, ich glaube 10 Grad haben und heute Nacht die Temperatur nicht unter 5 Grad geht. Und das ist sehr entspannt, dann zu wandern. Hätte man unter dem Gefrierpunkt die Temperatur, müsste man sich noch auf ganz andere Sachen vorbereiten und wäre es vielleicht zu warm, dann ist das natürlich auch sehr anstrengend, weil man sehr stark schwitzt. Deswegen Frühling oder Herbst eignet sich auf jeden Fall am Anfang für die beste Tour. Und als Länge, ich habe es gerade noch nicht gesagt, würde ich natürlich ein Wochenende empfehlen. Denn auch ein Wochenende reicht komplett, um mal diese ja, Abenteuererfahrung wirklich zu haben. Und ja, das merkt man eigentlich schon nach der ersten Nacht in der Natur, ob einem das gefällt oder nicht. Und wie schnell man sich da im Prinzip warm läuft. Deswegen direkt vor der Haustür starten, mehr Auto im Alltag, das sagen wir auch immer im Podcast und
Da eignet sich ein Trekking-Wochenende in Deutschland super für. Ja, 7 Uhr und es ist stockdunkel, deswegen werde ich jetzt heute auch gar nicht mehr so viel filmen. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass man natürlich am ersten Tag nicht so viele Kilometer laufen sollte. Deswegen haben wir uns hier 11 Kilometer ausgesucht und auch die Campingplätze, gerade im Winter, haben natürlich nicht immer offen. Und da habe ich mir natürlich extra Wintercampingplätze ausgesucht, die ganzjährig offen haben. Ist natürlich auch eine Voraussetzung. Und hier ist es jetzt so, dass man bis 21 Uhr da sein muss. Wir haben jetzt grob noch 8 Kilometer. Und 7 Uhr, das sind noch 2 Stunden, das sollten wir also ganz gut schaffen. Ja, hier gibt es erstmal nicht mehr viel zu sehen im Dunkeln. Wir laufen den Weg jetzt mal ab und ich werde mich dann gleich am Zeltplatz melden und dann auf jeden Fall noch ein bisschen was erklären zum Aufbau und was man vielleicht so tun könnte, wenn man zum ersten Mal an unserem Lagerplatz ankommt. Also bis gleich. Kurz nach 8 und wir haben den Möhnesee erreicht. Ihr könnt jetzt nicht viel sehen, aber wir laufen hier gerade über eine Brücke, denn der Campingplatz befindet sich auf so einer Art kleinen Halbinsel, sage ich mal. Und ja, noch 1 Kilometer, dann sind wir da und langsam wird es auch ein bisschen kühler. Handschuhe sind angezogen, wir haben zwar noch eine kurze Hose an, aber gleich, wenn wir ankommen, ist auf jeden Fall wichtig, sofort die Lagerkleidung anzuziehen, sofort eine Jacke anzuziehen, eine lange Hose anzuziehen und natürlich einen geeigneten Zeltplatz zu finden. Ja, kurz vor 9. Wir haben es noch pünktlich geschafft. Der Platzwart hat hier sogar noch auf uns gewartet. Deswegen alles kein Problem. Ich hatte auch vorher angerufen. Und jetzt haben wir eine Zeltwiese direkt am See. Morgen früh wird man es wahrscheinlich besser sehen. Ja, wie gesagt, das Erste ist natürlich bei der Kälte, gerade weil man jetzt stehen bleibt und vielleicht auch ein bisschen geschwitzt hat, sofort die Jacke anzuziehen. Lange Hose in meinem Fall. Vielleicht habt ihr auch eine spezielle Schlafhose dann dabei. Die ziehen wir jetzt auf jeden Fall auch an. Dann das Zelt aufbauen oder eine andere Unterkunft. Es kann natürlich jederzeit sein, dass es anfängt zu regnen, dass der Wind stärker wird. Und dann muss man eben gucken, wie kalt ist es. Muss ich mich schon im Zelt aufhalten, im Schlafsack? Muss ich vielleicht von meiner Isomatte vom Schlafsack im Vorzelt kochen? Oder finde ich hier vielleicht, wie in unserem Fall gleich, hoffentlich irgendwie eine Sitzgelegenheit, einen Tisch, kann dann da in Ruhe noch so ein bisschen kochen, vielleicht auch den Kilt oder den Schlafsack als Decke benutzen, aber im Zweifel hat man dann mit dem Zelt immer einen Rückzugsort. Ja, gegebenenfalls könnten wir jetzt hier sogar duschen, da das der erste Tag ist und wir auch keinen Sommer haben, machen wir das jetzt hier noch nicht. Deswegen werden wir das gemütlich aufbauen, dann was kochen und dann ab ins Zelt gehen. Und morgen früh freuen wir uns natürlich auf diesen großen und langen Tag, 33 Kilometer. Die Sonne soll wohl auch rauskommen, bis zu 11 Grad. Und dann werden wir alles Weitere besprechen. Ja, wir haben auch direkt eine Bank entdeckt und können dann natürlich erstmal alles hier so ein bisschen ausbreiten, um dann auch an den Schlafsack, an das Zelt zu kommen. Und da es nicht regnet, kann man das also dann in Ruhe hier irgendwo auf dieser Wiese aufbauen. Wichtig ist auch noch, wir haben hier ein Gewässer, wir haben See und es ist ein bisschen kühler natürlich direkt am Wasser zu zelten. Deswegen werden wir auch ein Stück weiter weggehen und eine flache Stelle natürlich suchen, da man ansonsten auf die Isomatte auch ein bisschen verrutschen könnte. Guten Morgen hier um 9 Uhr am Samstag. Ja, wir haben bis 7 Uhr geschlafen, auch recht gut. Die erste Nacht draußen, das haben die meisten, schläft man immer nicht ganz so gut, ne, weil das natürlich eine Umgewöhnung ist. Und jetzt auch gerade zum Winter, wir hatten ja so 3 Grad nachts. Da wird man meistens um 4, 5 Uhr einmal wach, weil es dann natürlich deutlich kälter ist. Also der kälteste Punkt der Nacht ist, dann muss man nochmal den Schlafsack richtig zuziehen, aber dann geht's eigentlich. Ja, was man so macht, wenn man aufsteht, das was ich mache ist, ich stehe erstmal
auf, gehe raus aus dem Zelt, nimm alles, was ich dort habe, raus, leg das irgendwo auf eine Gelegenheit, die nicht nass ist, baue dann mein Zelt ab, pack eigentlich alles ein. Im Normalfall, bei der Temperatur, jetzt auch im Sommer, würde ich sofort loslaufen, um warm zu laufen. Ja, und nach 4 Kilometern quasi die erste Pause so ein bisschen nutzen, um dann Kaffee zu trinken, zu frühstücken. Dann hat man schon mal ein bisschen Tagespensum weg und kann dann weitermachen. Hier mussten wir allerdings bis 9 Uhr warten, bis der Besitzer des Campingplatzes wach geworden ist, konnten dann bezahlen. Deswegen haben wir die Zeit genutzt, auch da schon ein bisschen gefrühstückt, einen Kaffee getrunken, noch geduscht. Ja, und jetzt geht es im Prinzip los. 33 Kilometer stehen heute an. Und ihr seht schon, wunderbares Wetter. Ist auch nicht selbstverständlich für Ende Februar, dass man schon so ein Sonnenlicht hier hat und dass alles relativ warm ist. Wir müssen noch mal schauen, in der ersten Pause macht es auch Sinn, dann einmal noch den Schlafsack und das Zelt rauszuholen, um die Sachen so ein bisschen zu trocknen und zu lüften. Da natürlich Kondensation auch dort landet und man die ganze Feuchtigkeit rauskommen möchte. Ja, und hier sind wir am Möhneseeturm und das ist eins von vielen Highlights auf dieser Route. Hier war ich damals nicht, habe also damals für den Samstag 29 Kilometer eingeplant, habe dann aber jetzt auf der Karte gesehen, dass der Turm hier auf jeden Fall ist und den wollte ich jetzt einmal mitnehmen. Ja, spätestens jetzt ist mir warm und ich glaube tatsächlich, der Turm stand hier damals noch gar nicht. Also der sieht so neu gebaut aus. Ich glaube, das wäre mir auch aufgefallen. Ja, und man sieht phänomenales Wetter, wunderbare Aussicht. Ungefähr da ist der Campingplatz. Man sieht den Möhnesee hier von beiden Seiten. Der Sorpesee ist in der Richtung, den sehen wir jetzt noch nicht. Ja, und generell packe ich euch die Tour natürlich auch in die Beschreibung. Und jeder, der, ich würde sagen, nicht weiter als 2 Stunden hier vom Sauerland von Arnsberg weg wohnt, kann die auf jeden Fall 1:1 so kopieren. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch überall in Deutschland machen, solange es 2 Campingplätze gibt, die im Prinzip so 25 bis 35 Kilometer auseinander sind und man da eine schöne Route im Prinzip findet, um das Ganze zu verbinden. Und dann schaut man einfach, gibt es irgendwo einen Parkplatz, gibt es einen Bahnhof, wo ich da mein Auto abstellen kann. Und ja, dann kann man sich eine schöne Runde machen. 60 bis 70 Kilometer sind eigentlich, finde ich, eine super Länge für so ein Wochenende. Dann kommt man Sonntag auch nicht zu spät an. Aber heute haben wir noch einen weiten Weg vor uns und jetzt geht es hier erstmal wieder runter. Ja, 6 Kilometer haben wir jetzt bereits zurückgelegt und das heißt erste Pause. Das heißt, ab jetzt suchen wir nach einer Gelegenheit, wo irgendwie eine Bank ist, wo vielleicht ein Baumstumpf ist, ein Baumstamm oder ein schönes Fleckchen Wiese. Ja, und leider ist es ja im Sauerland so, dass durch den Borkenkäfer wirklich große Landstriche abgeholzt werden mussten und deswegen liegen auch hier sehr viele Baumstämme rum. Ja, für mich hat sich im Laufe der Jahre alle 6 Kilometer als optimale Pausenfrequenz herausgestellt. Ich kenne auch viele, die laufen mehr, machen dann eine große Pause in der Hälfte, die dann auch mal eine halbe Stunde bis Stunde gehen kann. Ich finde es am besten, alle 6 Kilometer im Schnitt dann mal 5 bis 10 Minuten Pause zu machen, Rucksack abzusetzen. Schuhe würde ich meistens, außer mal wirklich Schmerzen, anlassen. Und ja,
dann läuft man so 1,5 Stunden immer und eigentlich, sobald man dann nach der Pause losläuft, gehen die ersten 2-3 Kilometer wie im Flug und dann freut man sich eigentlich, dass es dann auch nur noch 3 Kilometer sind wieder bis zur nächsten Pause. Aber das muss man für sich am besten selber rausfinden, was da die beste Frequenz ist. Der Weg, den wir laufen, der führt hier zum Großteil auch über die Sauerland-Waldroute, was auch ein längerer Trekking-Trail ist. Ich glaube auch über 200 Kilometer. Und das habe ich extra natürlich bei der Planung vorher so gemacht und dann genau geguckt, welche schönen Wege gibt es hier in der Umgebung. Ja, und bezüglich der Navigation hilft einem das natürlich auch, wenn man weiß, dass überall so Markierungen kommen. Nichtsdestotrotz braucht man natürlich immer eine Navigationslösung und das sollten auch zwei unabhängige voneinander sein. Also falls mal eins ausfällt, dass man immer noch ein Backup hat. Bei mir ist das klassische Smartphone, hat natürlich immer die Kartenfunktionalität und ansonsten navigiere ich mit meiner GPS-Watch. Das ist eine Garmin Instinct, hat einen eigenen GPS-Empfänger, das heißt, die vibriert, wenn die Route mal abbiegt und ich muss im Prinzip nicht immer mein Handy rausholen, was extrem praktisch ist. Ich habe mittlerweile 10,5 Kilometer gelaufen, 11:30 und komme auch, ich glaube, gleich irgendwann wieder, wie gesagt, am Startpunkt raus, wo unsere Autos stehen, können dann also im Zweifel auch was von Proviant hin und her packen, wenn wir noch was brauchen würden und werden dann da bei 12 Kilometer die nächste kleine Pause machen. Ja, kleine Planänderung. Wir kamen eigentlich irgendwo von da oben einen Waldweg entlang. Der war wegen Forstarbeiten gesperrt. Dann sind wir wirklich da runter durch die Büsche, wollten auf die Straße und da ist dasselbe Problem. Ja, deswegen werden wir jetzt den Weg, den wir morgen eigentlich vom Sorpesee zurücklaufen würden, hinlaufen. Und ich werde heute Abend einen Plan machen, wie wir dann vielleicht eine andere Route finden, um zurückzukommen, ohne diesen Weg zu gehen. Das heißt, heute wahrscheinlich 3-4 Kilometer weniger. Und ja, morgen ein bisschen mehr. Aber mal schauen. Das ist das Gute nämlich an so einem Rundweg. Da hat man im Prinzip die Möglichkeit, mal spontan auf diesen anderen Weg zu gehen. Im Prinzip gegen den Uhrzeigersinn. Ja, ein ganz besonderer Moment hier gerade für mich, denn das ist der erste Punkt, wo man im Prinzip das Ziel dieser Tour sieht, den großen Sorpesee. Und damals, als ich das hier vor vielen Jahren gemacht habe, kam ich auch hier an und mir tat schon alles weh. Ich hatte viel zu viel Gepäck dabei. Wir sind jetzt knapp 26 Kilometer ungefähr schon gelaufen. Ein bisschen mehr also, als ich letzte Mal gelaufen bin. Und da hinten, das weiß ich noch, diese Bäume, die man sieht, das sind, glaube ich, mal irgendwann Weihnachtsbäume, die waren noch ganz, ganz klein, hüfthoch. Und da fühle ich mich extrem alt, da die jetzt schon so groß geworden sind. Ja, auf jeden Fall
haben wir schon gut was geschafft. Mein Mitwanderer, muss man sagen, der muss schon ordentlich kämpfen, eigentlich so wie es mir damals auch ging. Deswegen auch wieder wichtig vielleicht bei der ersten Trekking-Tour dann nicht die 33, 35, 40 Kilometer zu machen, sondern ein bisschen weniger und vor allem auch auf das Gepäck zu achten. Ich hatte damals auf jeden Fall viel zu viel mit. Also ich glaube, ich bin mit 20 Kilo gestartet am ersten Tag, hatte noch Stuhl und Tisch dabei, also eine sehr romantische Vorstellung von dem Camping und habe nicht so viel daran gedacht, dass ich das alles schleppen muss. Hatte auch wirklich klobige Wanderschuhe an und den Schlafsack noch auf dem Rucksack befestigt und das Hauptproblem, was ich dann hatte, waren die Fußmuskelschmerzen. Und ich weiß, der letzte Teil gleich am See, der ist sehr asphaltlastig. Mittlerweile mit den lockeren Trailrunnern, die ich habe ich keinerlei Ermüdungserscheinungen eigentlich. Man kann so sagen, ab 20 Kilometer, die man läuft, da wird es langsam dann echt anstrengend. Ab 30 Kilometer möchte man eigentlich nur noch ankommen, gerade wenn Höhenmeter dabei sind. Und die 60 Kilometer haben wir so 1300 Höhenmeter und heute sind wir schon 600 Höhenmeter gelaufen. Deswegen verstehe ich auf jeden Fall, wenn man schon gut ausgepowert ist. Aber das Ziel im Auge zu haben, bringt nochmal ordentlich Motivation. Ja, die letzten 6, 7 Kilometer müssten das sein, die schaffen wir jetzt auch noch. Wir haben es geschafft. Doch jetzt noch mit den ganzen Umwegen 32 Kilometer geworden. Ja, aber genau hier habe ich auch damals gezeltet und hier werden wir jetzt unser Zelt aufbauen. Denn ja, es ist noch genug Licht da. 6:30 haben wir gerade noch und das möchte man natürlich dann nutzen. Deswegen ist es erstmal das Erste, was wir jetzt machen. Ja, 6:50 und das kommt einem schon wie mitten in der Nacht vor. War ein langer, harter Tag, also trotzdem, dass wir den kürzeren Weg eigentlich nehmen mussten, haben wir dann trotzdem 32 Kilometer am Ende gehabt und waren den ganzen Tag eigentlich unterwegs durch den kleinen Umweg, den wir ja wegen der Sperrung noch machen mussten. Jetzt haben wir uns hier umgeschaut und ja, so eine kleine Holzbank hier gefunden, wo wir uns noch mal ein bisschen windgeschützt hinstellen können oder hinsetzen können und was kochen können. Kleiner Tipp noch, wenn ihr auf dem Campingplatz seid, dann nutzt die Infrastruktur. Gerade im Winter müssen die Leitungen hier erhitzt bleiben, weil man natürlich nicht als Campingplatzbesitzer möchte, dass hier was zufriert und platzt. Und obwohl man hier Duschmarken und sogar Wassermarken für das normale, ja, warmes Wasser aus dem Waschbecken braucht, ist das im Winter jetzt kostenlos gewesen. Das heißt, wir haben das hier mal voll aufgefüllt, können dann natürlich schneller dementsprechend kochen und können sogar gratis duschen. Ja, auch so, wenn ihr duschen geht, wir haben natürlich jetzt keine Seife oder Shampoo mit, das Gewicht sparen wir uns. Und dann kann man schon mal an den Handseifenspender gehen und 1, 2 Hände voll nehmen zum Duschen.
duschen und hat man natürlich auch eine Möglichkeit hier, um gegebenenfalls auch seinen Klopapiervorrat ein bisschen aufzufüllen. Natürlich alles in Grenzen. Ja, wir freuen uns jetzt auf die warme Mahlzeit, werden dann wahrscheinlich früh unten im Zelt liegen, früh schlafen und morgen geht es dann wieder zurück nach Arnsberg mit 17 Kilometer. Also bis morgen. Ja, guten Morgen hier um 7:45 Uhr am Sonntag. Die Nacht war relativ gut, deutlich kälter als gestern, weil wir so nah am See waren. Gestern konnten wir noch relativ entspannt kochen, da lief auch ein bisschen Musik von den Nachbarn, war eine sehr schöne Atmosphäre auf dem Campingplatz und hat sich fast schon angefühlt, so ein bisschen wie so ein Sommerabend. Aber dann wurde es erheblich kalt, die Kondensation war heute Morgen sehr stark, also gerade bei einwandigen Zelten ist dann die Zeltwand am Ende nass und man muss im Prinzip auch dann mal die erste Pause am Tag nutzen, wenn die Sonne aufgeht. Das müsste hier auch gleich soweit sein und dann kann man im Prinzip alles mal lüften. Heute machen wir das nicht mehr, weil wir haben nur noch 16 Kilometer zurück nach Arnsberg und dann kann man natürlich auch, wenn man nicht wieder drin übernachten muss, alles zu Hause trocknen. Ja, ich habe gestern Abend noch eine Route geplant, so eine kleine Alternativroute zu der, die wir eigentlich gestern hingelaufen sind und jetzt vielleicht zurücklaufen würden. Denn es gab ja diese Sperre mit dem Forstweg und jetzt haben wir trotzdem einen kleinen Teil, den wir zwar quasi doppelt laufen, aber auch einen Teil, der jetzt komplett neu ist. 15,8 Kilometer und dann freuen wir uns auch nicht ganz so spät zu Hause zu sein und sind am Ende trotzdem bei knapp über 60 Kilometer gelandet. Und jetzt erstmal warm laufen auf jeden Fall.
Wir haben es geschafft. 12:45 Uhr und wir sind wieder im Auto. Etwa 61 Kilometer sind wir am Wochenende gelaufen. Heute waren es 16 und es ist fast schon ein bisschen schade, dass die Tour jetzt endet, weil das Wetter echt super ist und einfach nur Spaß gerade macht, hier in dieser Frühlingsstimmung rumzulaufen. Ja, was jetzt ansteht, ist die Fahrt nach Hause. Das dauert etwa 1 Stunde und wenn wir zu Hause angekommen sind, dann muss man natürlich direkt einmal den Rucksack auspacken. Gerade der Schlafsack und der Kilt müssen dann gelüftet werden, sollten auch nicht zu lange im Rucksack sein, weil durch die Komprimierung ein bisschen was von der Bauschkraft verloren geht. Deswegen einmal, bevor man sich ausruht, alles mal in die Waschmaschine stecken, gut lüften und dann ist auch alles bereit für den nächsten Trip. Ja, es hat sich herausgestellt, die Tour ist wirklich für Einsteiger geeignet, denke ich. Auch mein Mitwanderer hat die Tour gut überstanden, hatte ordentlich Spaß und ich kann die wirklich allen so empfehlen. Ich werde, wie gesagt, alle nötigen Informationen auch unten verlinken und man muss sich hier eigentlich um nichts Sorgen machen. Der Weg ist konstant schön, nicht zu schwer und auch die Übernachtungsplätze, ihr habt gesehen, die waren wunderbar. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier mitzukommen und ja, hat euch das Video gefallen, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.